Hey, guten Morgen. Denn es ist morgens. Heute will ich mich mal dem Thema widmen, Denkgrenzen 3, die Mutter aller Denkgrenzen. Und wie kann ich das Thema in einem Satz beschreiben? Und das Problem. Das Problem ist, dass jenes Werkzeug, von dem wir glauben, es würde eine von uns außerhalb und unabhängig von uns befindliche Realität beobachten, in Wirklichkeit dazu geschaffen ist, eine solche Realität hervorzubringen. Deshalb heißt, hier gibt es einen Selbstbezug und damit einen unlösbaren Widerspruch innerhalb des Materialismus. Der Materialismus basiert ja auf der Annahme, der menschliche Geist, der in sich einzigartig ist und für den es im Grunde nichts Gleiches gibt im Universum, erstmal, äh, sei dazu geschaffen, eine von ihm unabhängige Außenwelt zu beobachten. Und auf dieser Annahme hat der Materialismus ein riesiges Gebäude aus Logik errichtet. Ein Gebäude, das in sich stimmig ist, das funktioniert und das uns scheinbar unser Leben so ermöglicht, wie wir es heute leben, so modern mit all dem Wissen, mit all den Büchern, mit all den Computern, mit all den Wikipedia-Wissen und allem, was wir so kennen. Und wenn man nun denken will, dass es dieses von uns unabhängige Außen gar nicht gibt, dann stößt man da auf eine sehr große Barriere aus Grenzen, unsichtbaren Grenzen, die man nicht durchdringen kann. Ich hatte das gemerkt, als ich seinerzeit mit dem Spiritualismus anfing und mich fragte, was ist denn nun, wenn es die Materie gar nicht gibt? Beziehungsweise es war einfach meine Annahme. Nachdem ich also aus guten Gründen, das kann ich dann nochmal darlegen, darauf kam, dass die Materie in dem Sinn nicht vorhanden sein kann, im Sinne von außerhalb und unabhängig des menschlichen Bewusstseins, wenn das menschliche Bewusstsein die Realität verändern kann. Oder wenn das menschliche Bewusstsein die Materie verändern kann, dann kann es die Materie in dem Sinne nicht geben, als unabhängig von uns. Und ich hatte das in den Satz gekleidet, die Dinge können nie etwas anderes sein als das, was du über sie denkst. Und ich hatte versucht, mir das vorzustellen und die Folgen davon natürlich versucht, innerhalb des Spiritualismus aufzuschreiben und zu durchdenken und so weiter. Und es war eine echte Denkgrenze. Waren also viele Jahre, die ich damit verbracht habe, da tiefer und tiefer reinzudenken. Es ist übrigens etwas, was durchaus schon lange gedacht wurde. Aus meiner Sicht ist es das Wesen des Zen-Buddhismus und es ist das Wesen von Religionen überhaupt zu beschreiben, dass das Denken Macht hat in Form des Glaubens. Und all dies scheint in unseren Zeiten in Vergessenheit zu geraten, denn wir haben ja diesen allgegenwärtigen Materialismus. Das ist also diese Denkgrenze, die ich beschreiben will und die also kurz gesagt darin liegt, dass das, was ich hier im Hintergrund eingeblendet habe, eine Kiste aus der Innenansicht, eine in sich geschlossene Sache ist, die durch ständigen Selbstbezug sich weiterentwickelt und innerhalb dieser Logik entwickelt sich das Universum immer weiter, in dem wir uns befinden. Ich hatte für diese Folge von Denkgrenzen 3 KI gebeten, eine solche Kiste herzustellen, nur dass diese Kiste aussehen sollte wie ein Universum in der Innenansicht mit Kistenkanten. Und KI war irgendwie dazu nicht in der Lage. Ich habe da verschiedene Anläufe gemacht, aber es ging nicht. Stattdessen hat KI, will ich, wie KI ja immer ist, eine
einen Würfel hergestellt eines Universums und ich blende das im Hintergrund ein. Und ich dachte mir, okay, dieser Würfel ist auch eine schöne Illustration eines Universums in der Außenansicht. Wenn man also sagt, dass das Universum, das wir vor uns zu haben glauben, ein Bewusstsein ist. Es besteht nicht aus Materie, sondern es besteht aus Geist. Es besteht aus Informationen. Und diese Informationen sind so strukturiert, dass sie aufeinander bezogen sind und in sich eine Logik haben und in sich eine Wahrheit entwickeln oder mehrere Wahrheiten, auch wie auch immer man das sehen will. Wir haben ja im Materialismus den Eindruck, als sei die Welt, die wir vor uns haben, ganz eindeutig und nicht anders denkbar. Wir haben das als Weltanschauung in die Form des Materialismus gegossen und wissen nun eindeutig, dass das Universum ein Universum aus Materie ist. Materie hat die Eigenschaft, eindeutig zu sein. Sie hängt also nicht ab von irgendjemandes Denken oder so, sondern sie existiert völlig eigenständig in Raum und Zeit. Und wir mit unserem hohen Geist beobachten diese Materie. Durch den Selbstbezug ist das alles auch sehr logisch. Aber wenn man nun annimmt, dass es die Materie in der Form gar nicht gibt, dann kommt man automatisch zu der Schlussfolgerung, dass sich das Universum, das wir vor uns zu haben glauben, aus Geist entwickelt. Und dass das Universum, das wir vor uns zu haben glauben, ein Bewusstsein ist. Und dass weiterhin das Universum, das wir vor uns zu haben glauben, nicht in dem Sinn existiert, sondern es existiert wie etwas, das gedacht wird. Und das bedeutet, dass je tiefer man in dieses Universum vordringt, umso größer wird es. Das ist die Unendlichkeit in dem Universum, das wir vor uns haben. Und eine weitere Konklusion aus dieser Grundannahme, die an sich so einfach scheint, Materielosigkeit. Tja, was wäre, wenn wir also Materielosigkeit hätten? Eine weitere Konklusion daraus ist zum Beispiel, dass der Mensch nicht ein solches Einzelgenie sein kann, wie er selbst annimmt. Warum nicht? Weil das Universum, das wir vor uns zu haben glauben, als ein geschlossenes Ganzes, nur zustande kommen kann, wenn es sich zusammensetzt aus verschiedenen Patches, wenn man so will, Bildanteilen, die offenbar erzeugt werden durch kleinere Einheiten, wie zum Beispiel Einzelmenschen. Jeder einzelne Mensch hat also ein kleines Universum in seinem Kopf und es formt sich daraus ein Gesamtuniversum. Wir glauben, es gäbe nur ein Gesamtuniversum. Das ist die Folgerung aus dem Materialismus. Und haben doch so viele Universen vor uns, die wir sehen könnten, wenn wir nur mit einem anderen Blickwinkel daran gehen würden oder mit einem anderen Mindset, mit einer anderen Philosophie, der Philosophie des Spiritualismus zum Beispiel. Ich habe also im Hintergrund dieses Bild eingeblendet von einem Universum, das wie ein Würfel aussieht in der Außenansicht und meine damit, dass wir uns innerhalb dieses Würfels befinden und dass außerhalb des Würfels zu denken uns unmöglich ist. Beziehungsweise, dass es nicht die Funktionsweise des Menschen ist, es zu können. Ich denke, man könnte sich den Menschen auch vorstellen als eine Gehirnzelle, den einzelnen Menschen meine ich jetzt, eine Gehirnzelle in einem Gehirn, das also viele Gehirnzellen natürlich hat und das viele Verbindungen hat, das ein Netzwerk ist aus diesen Gehirnzellen verbunden durch Synapsen und durch die Verbindung entsteht also ein großes Bild, während jede einzelne Gehirnzelle hat ja auch Informationen. Und das sind sozusagen die Informationen, die in einem Ich-Universum existieren. Also ihr seht schon, dass die Vorstellung von einer solchen Verbundenheit der Menschen untereinander, die Vorstellung von Universen,
Man könnte sie Paralleluniversen nennen. In unserer jetzigen Sichtweise als Materialisten sehen wir ja das Universum, das äußerliche Universum als ein geschlossenes Ganzes und wir haben nicht den Blick dafür, dass es so viele Universen geben kann. Ähm, Das sind Dinge, die sich aus dem Materialismus heraus kaum denken lassen, die also unser ganzes Wissensgebäude total auf den Kopf stellen. Und das ist genau der Grund, warum das Ganze sich nicht so ohne weiteres denken lässt und weil es hier eine Denkgrenze gibt. Ähm, und das ist übrigens auch der Grund, weshalb es mich so sehr interessiert, weil es etwas sehr Interessantes ist, weil es etwas sehr Intelligentes ist, wo man direkt Lust hat, es zu überlegen. Hm, Ich habe, ich habe nach einem Gleichnis gesucht für diese Denkgrenze, die ich hier darstellen will. Und ich habe mir so gedacht, wir sehen ja die Instrumente, die wir benutzen, also zum Beispiel Teleskope oder Mikroskope, als unbestechliche Verlängerer unserer optischen Fähigkeiten an. Und wenn es die Materie nicht gibt, dann fragt es sich natürlich, was das für Instrumente sind. Und innerhalb des Spiritualismus sage ich dann immer, das sind die Verlängerungen unserer Logik. Sie können uns eben nichts anderes zeigen als das, was innerhalb unserer Logik liegt, weil das die Funktionsweise des Bewusstseins ist. Wenn, wenn ich das so sage, dann ist also das Bewusstsein, das wir nur in uns vermuten, während es uns ja eigentlich umgibt, so etwas wie so ein unbestechliches Instrument in unserer Annahme, aber in Wirklichkeit hat es eher die Eigenschaften eines Kaleidoskopes. Das heißt, das, was wir glauben, es sei eindeutig, unbestechlich und würde uns eine außerhalb von uns liegende Realität zeigen, ist in Wirklichkeit so wie dieses Kinderspielzeug Kaleidoskop, das ja so eine Dreiecksform meistens hat und inwendig mit Spiegeln ausgekleidet ist. Und ein Kind kann damit dann so schütteln und dann kommen immer neue Muster zustande. Das ist die eigentliche Eigenschaft des Bewusstseins. Es bringt eine Realität hervor. Nebenbei gesagt ist ja das Wort Spiritualismus eine Wortverbindung, die ich mir seinerzeit überlegt habe, aus Spiritus der Geist und Realität das Wirkliche. Und Spiritualismus soll also besagen, dass die Realität beim Geist liegt und nicht, wie wir annehmen, außerhalb und unabhängig des menschlichen Geistes existiert. Und das ist eben dieser Widerspruch, den es gilt zur Kenntnis zu nehmen. Man kann ihn nicht in dem Sinne auflösen, dass man sagt, okay, dann denken wir jetzt eben anders, weil das ja eben das Wesen des Geistes ist, dass er jede Wirklichkeit hervorbringen kann. Aber ich möchte nur mal darauf hinweisen und es versuchen zu erläutern. Es ist also eine zutiefst, ähm, wie soll man sagen, es ist eine zutiefst schwierige Sache, so etwas zu denken und ich habe eigentlich noch nicht erlebt, dass das wirklich gedacht werden kann. Ich will ein paar Beispiele nennen von Leuten, die im Grunde diesen Zusammenhang verstehen sollten, aber es meiner Ansicht nach auch nicht wirklich tun. Denn wir haben ja diesen allgegenwärtigen Materialismus vor uns. Beispielsweise müssten normalerweise Psychiater diesen Gedanken verstehen, denn sie sehen ja, dass der Geist jede Form annehmen kann, dass wir in geistig Kranken, in Anführungsstrichen, vor uns haben, welche Macht der Geist hat, welche Realitäten er erzeugen kann. Das kann man dort gut sehen. Und wenn man nun, ich habe ein bisschen was über Freud gelesen, ich habe gelesen, er hatte also dann viele Patienten, das waren jetzt keine Verrückten oder so, sondern das waren einfach Leute, die kamen immer mit der Frage zu Freud, ich
habe dieses oder jenes Problem in meiner Umgebung. Herr Doktor, sagen Sie mir, wie ich damit klarkommen kann. Und die stetige Antwort von Freud war natürlich immer wie die wahrscheinlich jedes Psychiaters, die Probleme kommen aus Ihnen. Sie haben ein solches Denken, das die Probleme hervorbringt. Und nun kann man sich also vorstellen, dass der menschliche Geist ganz generell alle möglichen Neurosen oder auch einfach Eigenschaften hat, die es, die es, die jedes Ich im Grunde einzigartig werden lassen und alle möglichen Probleme oder auch natürlich Möglichkeiten hervorbringen. Und insofern ich das bei Psychiatern gesehen habe, dass es gute Psychiater waren, so waren sie ein bisschen wie Freud, der sich ja stets selbst hinterfragt hat und seine Träume analysiert hat, zusammen mit seinem Kollegen Jung, und der also den menschlichen Geist selbst untersucht hat und nicht außerhalb von ihm liegende ähm, Dinge. Oh, und ein weiteres Indiz für das, was ich hier sage, dass also der Geist selber Realitäten hervorbringt, ist die im Grunde uns allen bekannten Weisheiten, so wie du die Welt siehst, so ist sie. Das weiß eigentlich jeder, oder man denke an den alten Spruch, es gibt Leute, für die ein Glas Wasser halb voll ist. Und es gibt andere Leute, für die dasselbe Glas Wasser halb leer ist. Also sozusagen die Relativität dessen, was man im Außen sieht, auf den Geist beziehen. Oder es gibt, was ich hier des Öfteren auch vorgetragen habe, diese Sache von Einstein, wo er sagte, das, was du in einem Versuch ermitteln kannst, hängt davon ab, welchen Versuchsaufbau du wählst. Ja, wie du also mit welchen Grundannahmen du an den Versuch herangehst. Und nun ist es natürlich eine klare Sache, dass das ganz allgemein für ähm, das Bewusstsein gilt. Was auch immer du annimmst, es ist die Voraussetzung dafür, dass du die Dinge, die Informationen, die zu dir kommen, auf eine ganz bestimmte Art und Weise aufnimmst und einfärbst. Und wenn du nun überlegst, dass jede Information, die du hast und in dir zu haben glaubst, sich auf diese Art und Weise formt, nämlich durch deine Grundannahmen, dann siehst du, welche Wichtigkeit deine Grundannahmen haben, wie sehr sie dein Bewusstsein, dein Denken färben, wie sehr es davon abhängt von diesen Grundannahmen. Und wenn du nun dir die Menschheit vorstellst, nicht wie eine Gruppe aus 8 Milliarden Einzelbrains, sondern sagen wir mal 8 Milliarden Gehirnzellen, die dann wieder ein Gesamtbewusstsein formen, dann wird dir klar, dass dieses Gesamtbewusstsein wiederum abhängt von seinen Grundannahmen. Und eine dieser Grundannahmen ist eben der Materialismus mit seiner Annahme, dass es außerhalb und unabhängig vom Bewusstsein eine Realität gibt, die es zu beobachten gelte. Und mit dieser Grundannahme sehen wir alle hinaus in die Welt, beziehungsweise formen sie, während wir schauen, und glauben also ein einziges Universum vor uns zu haben. Genau, ich hatte ja formuliert, dass eine dieser Folgen des Spiritualismus die ist, dass man von der Annahme eines Universums zum Sehen vieler Universen gelangt, indem man feststellt, dass dieser Begriff das All auf so und so viele Entitäten zutrifft. Beispielsweise jeder Mensch hat sein eigenes All, hat seine eigenen Denkobjekte im Kopf, hat seine eigenen Dinge in seiner Umgebung, die sein All formen. Und das sind also grundlegend andere Denkgewohnheiten, als wir sie im Materialismus haben. Und das formt eben diese Denkgrenze, dass man sagt, man kann über diesen Materialismus nicht hinausdenken. Und das wiederum ist es, was ich in dieser Sendung
darstellen möchte und wollte. Diese Selbstbezogenheit, die es so aussehen lässt, als sei außerhalb unserer Logik nichts möglich. Und dann gibt es natürlich noch, auch wieder begründet aus dem Materialismus, die Idee, dass, wenn viele Leute dasselbe sagen, diese Sache dann wahr ist. Und jetzt überlegt mal, wie oft ihr das gerade in der letzten Zeit beobachten konntet, dass Leute nur, weil etwas im Fernsehen kommt oder nur, weil die Nachbarn alle willig sagen, ja, genau so muss es sein, einzelne Menschen denken, hier lege eine Wahrheit und sie folgen dem. Das ist einfach unsere Logik. Wenn viele Menschen etwas sagen, dann ist das eine außerhalb und unabhängig von uns liegende Wahrheit, die wir da wahrzunehmen glauben. Und damit will ich sagen, dass die Tatsache, dass ich hier diesen Spiritualismus predige, der zugegebenermaßen nicht überall zu sehen ist und der zugegebenermaßen nicht in den Köpfen der Leute ist, kein Beweis ist dafür, dass er nicht stimmen würde, sondern es ist einfach ein Beweis dafür, dass es nicht gedacht wird und es ist übrigens weiterhin ein Beweis dafür, dass der Materialismus in diesem Bewusstsein, von dem ich immer rede, in diesem großen Geist, genauso gut funktioniert wie der Spiritualismus. Der Spiritualismus öffnet nur den Blick für ganz andere Welten, für ganz andere Möglichkeiten. Ich hoffe, ich konnte in dieser kurzen Sendung das Problem ein bisschen darlegen. Es besteht eben darin, in dieser Selbstbezogenheit, die übrigens in Symbolen zum Ausdruck kommt. Ihr kennt vielleicht die sich selbst in den Schwanz beißende Schlange, ein uraltes Symbol der Menschheit. Ich stelle es im Hintergrund nochmal dar. Es hat in sich den Gedanken an Unendlichkeit, weil die Unendlichkeit des Universums liegt nicht darin, dass da draußen unendlich viel Materie ist, die sich zu Sternen formt, sondern sie liegt darin, dass das Universum ein Bewusstsein ist und dass je tiefer du schaust, du umso mehr Universum siehst und erschaffst. Es ist ganz ähnlich wie mit dem Ich-Universum, wenn du in deinem Ich-Universum oder anders gesagt in deinem Selbst, in deinem Ich, eine bestimmte Anzahl von Denkobjekten hast, eine bestimmte Art von Wissen, sagen wir mal, dann wirst du sehen, dass je mehr Wissen du anhäufst, dein Gehirn nicht platzt oder aus den Nähten platzt, sondern es erweitert sich einfach. Die Logik wird zwingender, sie wird umfänglicher, es kommen neue Möglichkeiten hinzu und das große Universum, von dem wir immer reden, und die kleinen Universen sind also insofern völlig gleich. Das wollte ich an dieser frühen Stunde einmal darstellen. Ich hoffe, es ist mir gelungen. Ich hoffe, ihr findet es interessant und würde mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst und die Glocke aktiviert und vielleicht abonniert. Und verabschiede mich gerne bis zum nächsten Mal. Tschüss. I can take your anger, baby. I can hold your pain. In a night full of thunder and sideways rain.